Wenn du mir vor 10 Jahren gesagt hättest, dass 2024 in Deutschland darüber diskutiert wird, Reservisten der Bundeswehr für die Landesverteidigung zu aktivieren, hätte ich dich für verrückt gehalten. Aber das ist kein Witz. Diese Diskussion gibt es wirklich. Und wenn du Deutsche oder Deutscher unter 65 bist, deinen Wehrdienst geleistet hast, Zeit- oder Berufssoldat oder Berufssoldatin warst, dann gehörst du zur Reserve und bist betroffen. Und wenn du dir Schöneres vorstellen kannst, als in Russland an der Front zu kämpfen, dann erkläre ich dir hier, wie du elegant aus der ganzen Sache herauskommst. Stell dir mal vor, du sitzt gemütlich auf deiner Couch, schaust Fußball und plötzlich flattert dir ein Brief ins Haus. Du wirst an die Front nach Russland berufen. NATO-Verteidigungsfall. Du denkst, du bist im falschen Film? Leider nicht. Laut Patrick Sensburg, dem umtriebigen Chef des Reservistenverbandes und selbst Oberst der Reserve, braucht Deutschland im Ernstfall satte 800.000 Soldaten. Und wo sollen die herkommen? Na klar, von den 900.000 ehemaligen Soldaten und Wehrpflichtigen unter 65 Jahren, der sogenannten Reserve. Im sogenannten Spannungs- und Verteidigungsfall gilt für sie alle nämlich die Wehrpflicht. Und um sich schon mal optimal auf den Ernstfall vorzubereiten, schlägt Patrick Sensburg vor, schon mal jetzt alle ehemaligen Soldatinnen und Soldaten unter 65 einem Gesundheitscheck zu unterziehen und in ein Register einzutragen. Kann ja nicht schaden, oder? Das ist so wie mit dem Vermögensregister der EU. Erstmal Bestandsaufnahme machen, damit der schnelle Zugriff des Staates gewährleistet ist, wenn dieser vom Staat als notwendig erachtet wird. Also nur um hier jetzt keine Gerüchte zu streuen, ja, das ist ja kein Plan der Regierung oder die Aussage eines Politikers oder gar Regierungsvertreters. Allerdings natürlich bekommt Sensburg schon Unterstützung aus dem politischen Lager, gerade von der FDP zum Beispiel. Der FDP-Verteidigungsexperte Alexander Müller hat sich hier für den Plan von Sensburg ausgesprochen. Und wir wissen ja, wie solche Ideen geboren werden. Das beginnt mit einem Testballon, um die Reaktion in Medien und Bevölkerung zu testen. Und dann zieht es immer weitere Kreise. Aber mal ganz ehrlich, wer hat Bock, gerade wenn du schon etwas reifer bist, sich dann noch mit einem Sturmgewehr durch den Schlamm zu robben? Niemand. Und schon gar nicht, wenn man sich die aktuellen Konflikte anschaut. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine ist ja quasi direkt vor unserer Haustür. Wenn es blöd läuft, landest du noch an der Front in Russland. Und dann ist da auch noch der Iran, der sich jetzt ja durch das Beispiel Russlands so ermutigt sieht, dass er sogar bereit ist, Israel direkt anzugreifen und bald Atomwaffen haben soll. Oder China, das Taiwan mit einer Seeblockade droht. Da kannst du nur hoffen, dass du nicht eingezogen wirst als Reservist. Aber schauen wir uns doch zuerst einmal an, wer überhaupt zur Reserve zählt. Infos dafür finden wir auf der Webseite der Bundeswehr. So hier die Webpage Auftrag der Reserve auf der Webseite Bundeswehr. Hier finden wir einige wichtige Details. Zunächst mal eben hier zur Größe der Reserve. Also wir haben ca. 34.600 aktive Reservisten, die hier schon regelmäßig bei Übungen etc. der Bundeswehr mitmachen oder anderweitig bei der Bundeswehr involviert sind. Und dann haben wir 930.000 dienstpflichtige Angehörige der Reserve. Das sind eben jene, die früher als Soldatinnen und Soldaten hier gedient haben, sei es im Rahmen der Grundwehrpflicht oder als Zeitsoldaten oder Berufssoldaten. Hier finden wir nun diese Definition nochmal bestätigt. Wer ist Reservistin oder Reservist? Reservistinnen und Reservisten der Bundeswehr sind frühere Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Sie führen ihren in der Bundeswehr erworbenen Dienstgrad mit dem Zusatz der Reserve. Dies gilt nicht, wenn ihnen ihr Dienstgrad aberkannt wurde oder nur vorläufig verliehen ist. Eine weitere Ausnahme bilden frühere Berufssoldaten und frühere Berufssoldaten. Diese führen nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst ihren Dienstgrad mit dem Zusatz außer Dienst. Werden Reservistinnen und Reservisten in ein Wehrdienstverhältnis berufen, führen sie ihren Dienstgrad für die Dauer des Wehrdienstverhältnisses ohne den Zusatz. So, also, wie gesagt, wenn du deinen Wehrdienst gemacht hast, jetzt unter 65 Jahren alt bist oder Zeitsoldat warst oder Berufssoldat warst, dann bist du Teil der Reserve und kannst eingezogen werden.
So, nachdem wir jetzt etabliert haben, wer zur Reserve zählt, sollte ich auch noch abklären, wer eigentlich der Wehrpflicht unterliegt. Dazu schauen wir uns mal das Wehrpflichtsgesetz an. Hier also das Wehrpflichtsgesetz. Paragraph 1 Allgemeine Wehrpflicht. Wehrpflichtig sind alle Männer vom vollendeten 18. Lebensjahr an, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind und ihren ständigen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben oder ihren ständigen Aufenthalt außerhalb der Bundesrepublik Deutschland haben und entweder ihren früheren ständigen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland hatten oder einen Pass oder eine Staatsangehörigkeitsurkunde der Bundesrepublik Deutschland besitzen oder sich auf andere Weise ihrem Schutz unterstellt haben. Also jeder deutsche Mann ab 18 Jahren fällt grundsätzlich unter die Wehrpflicht, egal ob sie im Inland wohnen oder im Ausland wohnen. Aber die Wehrpflicht ruht, solange Wehrpflichtige ihren ständigen Aufenthalt und ihre Lebensgrundlage außerhalb der Bundesrepublik Deutschland haben, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie beabsichtigen, ihren ständigen Aufenthalt im Ausland beizubehalten. Wer also bis auf Weiteres hier im Ausland wohnt, der fällt ebenfalls nicht unter die Wehrpflicht, selbst wenn er deutscher Staatsangehöriger ist und hier männlich und 18 Jahre oder älter ist. Der einfachste Weg, der Wehrpflicht zu entkommen, auch als Reservist, ist also ins Ausland umzuziehen. Dazu haben wir hier ja sehr viele Videos veröffentlicht. Da kannst du das Sinnvolle mit dem Angenehmen verbinden und auch noch richtig Steuern sparen, wenn du in das richtige Land umziehst und natürlich die anderen Voraussetzungen erfüllst, dass du zum Beispiel im Ausland ein Unternehmen gründen kannst. Wer nicht ins Ausland will, kann sich auf die Schnelle eine zweite Staatsbürgerschaft besorgen, müsste aber dann vermutlich die deutsche abgeben, um der allgemeinen Wehrpflicht zu entkommen, wenn es soweit kommen sollte. Mit dem neuen deutschen Staatsbürgerschaftsgesetz, was ja ab Juni 2024 gilt, kann ja jeder eine zweite Staatsbürgerschaft erwerben, ohne die deutsche aufgeben zu müssen. Im Falle eines Falles hieße es natürlich aber, dass man die deutsche abgeben muss. Ansonsten bringt das Ganze natürlich nichts. Wie komme ich an eine solche zweite Staatsbürgerschaft? Wir reden jetzt ja nicht davon, dass du irgendwo hinziehst und dann letztlich ein Bürger dieses Landes wirst, dadurch, dass du dich dort mehrere Jahre aufgehalten hast, sondern dass du in Deutschland bleibst und dann Bürger eines anderen Landes wirst, eine zweite Staatsbürgerschaft erwirbst, einen zweiten Pass bekommst. Es gibt also Länder, die bieten eine Staatsbürgerschaft gegen Investition an, zum Beispiel in der Karibik. Da musst du noch nicht einmal vor Ort sein, um die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Einfach ein bisschen Kohle locker machen, sagen wir mal, und schon bist du raus aus dem Schneider. Und wenn es hier in Deutschland dann richtig abgeht, schnappst du dir deinen schönen neuen Pass und sagst auf Wiedersehen, Wehrpflicht. Zu den Ländern, wo man eine zweite Staatsbürgerschaft erwerben kann, zählt zum Beispiel St. Lucia, Antigua und Barbuda, Grenada, St. Vincent and the Grenadines und so weiter. Kosten für eine solche Staatsbürgerschaft bei Investment, wie man so schön sagt, liegen bei ungefähr 100.000 US-Dollar. Klar, das klingt jetzt natürlich alles ein bisschen übertrieben, ist mir natürlich völlig klar. Also das ist ja alles ein bisschen eine hypothetische Diskussion hier. Aber wir haben tatsächlich Mandanten, die sich diesbezüglich Sorgen machen, die Deutsche sind, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, die ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut haben, die Familie haben und die sich jetzt Schöneres vorstellen können, hier im Falle eines Falles hier eingezogen zu werden. Ich meine, wenn du dir mal Russland und die Ukraine anschaust, ja, das waren bis vor 5 Jahren komplett normale Länder, die im Grunde genommen sehr westlich waren. Da gab es ein Leben, ein Alltag, da wurden junge Männer Rechtsanwälte, Softwareentwickler, Handwerker und so weiter und so fort. Und diese gleichen jungen Männer müssen nun an die Front. Ja? Also das kann sich alles ziemlich schnell ändern, muss man ganz ehrlich sagen. Aber man muss realistisch bleiben. Auf Deutschland bezogen klingt das Ganze natürlich etwas abstrakt. Dennoch gibt es natürlich Menschen, die sich hier gegen solche Risiken absichern möchten. Vor allen Dingen dann, wenn sie hier über ausreichende finanzielle Mittel verfügen und ein solcher Zweitpass hier zum Beispiel finanziell nicht allzu groß ins Gewicht fällt und wenn man sich möglicherweise auch noch gegen andere Risiken absichern will. Ich denke nur an Dinge wie zum Beispiel die Besteuerung nach Staatsbürgerschaft.
Die Grünen fordern das ja schon lange. Wer weiß, was da noch kommt, wenn mal der Finanzbedarf richtig groß ist, weil es wieder irgendeine internationale Krise gibt. Also überlegst dir gut, ein Gesundheitscheck hier, eine Übung da und schwupps landest du in Uniform. Oder du machst es wie die schlauen Finnen und Schweizer und heißt die Wehrpflicht willkommen. Als willkommene Abwechslung zum Alltag sozusagen. Aber wenn du keine Lust auf Krieg und Kaserne hast, dann weißt du jetzt, was du tun musst. Staatsbürgerschaft gekauft und ab in die Karibik. Wenn das Thema zweite Staatsbürgerschaft auch für dich ein Thema ist, du dir überlegst sowieso, egal was passiert, ins Ausland umzuziehen, weil du vielleicht einfach genug hast von diesem ganzen Quatsch und du dein Leben frei leben möchtest, weniger Steuern bezahlen möchtest und das Leben genießen möchtest im Ausland in der Sonne, dann lade ich dich ein, jetzt ein Beratungsgespräch zu buchen. Den Link dazu packe ich hier in die Beschreibung des Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, ihre Steuerlast zu optimieren und Vermögen aufzubauen und Vermögen zu schützen. Es würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.